Es ist gerade mal 5 Uhr früh und noch vor den Hühnern ist Servio Pachar auf den Beinen. Noch versunken in seine Schokolade und dem Konzert der erwachenden Vögel. Servio bewirtschaftet das Land rund um seine Finca schon in 4. Generation. Alleinerziehender Vater von 6 Kindern. Er will ein Leben mit der Natur, so wie seine Vorfahren es lehrten. Keine Massenproduktion, keine Chemikalien. Das macht Servio zum Ökobauern und das macht ihn hier zum Sonderling. Alle nennen mich hier den Verrückten. Aber dieser Boden ist nicht meiner. Er ist geliehen. Ich bin nur zu Besuch da für 50, 60, 70 Jahre. Er bleibt für die künftigen Generationen. Belächelt, weil er nicht auf Masse setzt. Doch jetzt wendet sich das Blatt. Denn Servio hilft, den vielleicht ältesten Kakao der Welt zu retten. Den reinen Kakao Nacional, 5300 Jahre alt. Die aromatischste Sorte und doch vom Aussterben bedroht. Diese Sorte produziert wirklich wenig. Die Bauern wollen Pflanzen, die viel Kakao produzieren. Aber bei diesem mit den wenigen Früchten ist es, wo sich der Geschmack konzentriert. Das Aroma, die Qualität, das, was wir suchen. Ecuador, Heimat der vielleicht ältesten Kakaobäume der Welt. Die süße Frucht ist die Lebensgrundlage vieler Menschen hier. Darum setzen sie auch auf Pflanzen, die viel Kakao produzieren. Die älteste Sorte verschwindet. Die Wende beginnt mit einem Amerikaner, Jerry Toth. Seit 10 Jahren lebt er in Ecuador, kämpft gegen die Abholzung, forstet auf, auch Kakaobäume. Er hört vom Aussterben des reinen Kakao Nacional, will ihn finden. Er trifft Servio. Wo könnte die Ursorte noch wachsen? Servio weiß, im abgelegenen Tal Piedra de Plata stehen besonders alte Bäume. Er weiß es von seinen Vorfahren, die nicht alle lesen und schreiben konnten, aber ihre Natur kannten. Meine Oma konnte mit der Küche gar nichts anfangen. Sie war die Starke im Haus. Sie liebte die Feldarbeit, war immer mit ihrer Machete unterwegs, zu allem entschlossen. Unter den alten Bäumen erweisen sich tatsächlich einige wenige als Ursorte. Unter zigtausend anderen gefunden. Ein DNA-Test bringt die Gewissheit. Eine Rarität, nur 1% gibt es davon noch im ganzen Land. Hohe Qualität und kleine Mengen, was zuvor den Menschen hier wertlos schien, ist in anderem Lichte ein Luxusprodukt. Gib den Menschen einen Grund, innezuhalten, statt einfach nebenbei was in den Mund zu schieben. Ein bewusstes Genießen, so wie man eine gute Flasche Wein genießt. Hier wird also gerade die teuerste Kakaofrucht der Welt geerntet, wenn die beiden ihren kostbaren Rohstoff nicht selbst aufessen. Ja, wir sind echt gut darin, unsere Schokolade aufzuessen. Es ist die erste Ernte der Saison. Die Stimmung der Nachbarn fast schon festlich. Auch sie verdienen an den kleinen Mengen, die sie liefern können. Die zahlen viel besser, doppelt so viel. Die Männer sind stolz auf ihr besonderes Produkt. Nun ist Servio kein Ökospinner mehr, sondern ein Held. Für Qualitätsstichproben wird jede Kiste mit dem Namen des Landwirts versehen, um gelegentlich zu prüfen, dass es auch wirklich der reine Kakao Nacional ist. Unwetterphänomene, die Regenzeit und das warme Klima, alles das hat Einfluss auf die Kakaobohnen. Die Schokolade ist eine Geschmacksexplosion im Mund, die noch lange anhält, nachdem du sie gegessen hast. Eine Befriedigung und du willst immer weiter essen. Immer. In Ecuadors Hauptstadt Quito wird aus der kostbaren Bohne gleich Schokolade. Hier treffen wir den Dritten im Bunde, Karl Schweitzer, ein Österreicher. All die Arbeit von Servio und Jerry liegt jetzt in seinen Händen. Wenn du zum Beispiel die Zeit übersiehst, verbrennst du den Kakao und damit ist die Schokolade auch hinüber.
Karl kam für den Zivildienst nach Ecuador, hat Straßenkindern geholfen. Jetzt ist er Chocolatier. Ein Chocolatier mit einer Vision, etwas zu erhalten und bewusst zu genießen. Weil wir über die Industrialisierung viel Aroma und Qualität verloren haben. Und es für meine Generation, meiner Meinung nach, an der Zeit ist, solche Dinge zu beschützen und wieder zu entdecken. Bis zu 310 € für eine 50-Gramm-Tafel, ein stolzer Preis. Ein Preis, der erst fällt, wenn es wieder mehr Bäume der Ursorte gibt. Daran arbeiten sie hier. Einige Bauern wollen es jetzt Cerevio nachmachen. Kleine Mengen, nachhaltig. Am Anfang war es nur ein Traum und was für ein Glück, es läuft. Und das macht mich zufrieden und glücklich. Es ist noch ein Triumph in meinem Leben. Eine gute erste Ernte. Jetzt müssen die Kakaobohnen fermentieren. Dafür braucht es Cerevios Erfahrung und etwas Zeit. Für heute ist die Arbeit getan.